Wie wir wahrscheinlich mittlerweile alle wissen, ist Joe Biden am 20. Januar 2021 offiziell als 46. Präsident in den United States ins Weiße Haus gezogen. Aber was wissen wir eigentlich über die Person Joe Biden oder Uncle Joe, wie ihn viele Amerikaner liebevoll nennen? Darüber reden wir heute in diesem Video. Joseph Robinette Biden Jr. ist im November 1942 in Pennsylvania geboren und ist somit heute stolze 78 Jahre alt. Wenn wir jetzt mal überlegen, dass das Durchschnittsalter des US-Präsidenten in Amerika 50 Jahre ist, dann stellen wir fest, dass Joe Biden der älteste Präsident ist, der bis jetzt ins Amt gewählt wurde. Aber vielleicht gerade wegen seiner lebenslangen politischen Erfahrung ist er genau der richtige Mann für diesen Job. Schauen wir doch mal, wo Joe Bidens politische Laufbahn angefangen hat, und zwar 1972, wo Joe Biden zu der Zeit als jüngstes Mitglied jemals in den Senat gewählt wurde, und zwar mit nur 29 Jahren. Also, heute ist Joe Biden der älteste Präsident, den wir je hatten. Damals, zu der Zeit, war er der jüngste, der mit 29 je ins Senat gewählt wurde. Also wirklich eine lange Karriere in der Politik hat dieser Mann hingelegt. Und es ist tatsächlich nicht das erste Mal gewesen, dass Joe Biden für die Präsidentschaft kandidiert hat, sondern auch 1978, 2008 und jetzt beim dritten Mal 2020, wo es dann auch geklappt hat. Und warum es damals 1978 nicht geklappt hat, das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Joe Biden wurde unter anderem damals vorgeworfen, dass er Reden Wort für Wort von großen Namen wie zum Beispiel John F. Kennedy geklaut hat und diese dann als seine eigenen ausgegeben hat. Ich habe mal ein bisschen Research im Internet gemacht und habe das ein oder andere Video gefunden und für dich zusammengeschnitten. Dann lass uns mal schauen, ob er die Reden denn wirklich geklaut hat. Why is it that my wife is sitting out there in the audience, is the first in her family to ever go to college? Wave Glenn is the first woman in her family, in 1,000 generations, to be able to get to university. My ancestors who worked in the coal mines in northeast Pennsylvania don't come up after 12 hours and play football. 8 hours underground, and then come up and play football. It's because they didn't have a platform upon which to stand. There was no platform upon which they could stand. About what the gross national product cannot measure. It cannot measure the health of our children, The health of our children, the quality of our education, the quality of their education, the joy of their play. or the joy of their play. Biden gave Kennedy no credit. He has also quoted or paraphrased John Kennedy, Hubert Humphrey, and British Labour Party leader Neil Kinnock, all without credit. I did not know that was a Robert Kennedy quote. My mistake. Most people didn't know who he was, Joe Biden, and now they're going to say, oh yeah, he's the guy who plagiarized. That's their first. Politically, that's devastating. These clips are devastating. He looks like a Joe Biden wind-up doll with somebody else's words coming out. If they're going to do things that are stupid as well as immoral, then they're probably too dumb to have the job of president. Voters are going to have to decide whether he was dishonest or dumb. Also, ziemlich kurioser Zufall, dass er es nicht gewusst hat, aber Wort für Wort dieselbe Rede gehabt hat. Ja, ganz klar, da war der Joe Biden mal nicht so der Ehrlichste gewesen. Aber nicht nur das, sondern dazu kommt auch noch, dass Joe Biden bei einer Pressekonferenz gesagt hat, dass er 1964 als Aktivist mit im Civil Rights Act gelaufen ist und dann ein paar Monate später auch vor der Presse zugegeben hat, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Dazu kommt auch noch, dass er gelogen hat mit seinen Schulabschlüssen. Er hat nämlich gesagt, dass er Klassenbester gewesen ist und nachher hat sich herausgestellt, dass er auch nicht Klassenbester gewesen ist. Ja, zufolge aller dieser Dinge ist Joe Biden dann damals disqualifiziert worden und durfte 1978 nicht mehr für die Präsidentschaft kandidieren. Und dann ist es ein bisschen ruhig um Joe Biden geworden, bis er dann 2008 noch einmal Anlauf aufs Weiße Haus genommen hat, wo er dann aber in den Vorrunden gegen Barack Obama schon ausgeschieden ist. Dieser hat ihn dann aber nachher zu seinem Vizepräsidenten gemacht
wo er dann auch 8 Jahre lang an der Seite von Barack Obama gedient hat. Vielleicht ist Joe Biden nicht der ehrlichste gewesen, gerade am Anfang seiner Karriere, aber dafür sagen seine Supporter oder zumindest lieben ihn seine Supporter wegen seiner freundlichen und offenen Art und vor allem gegenüber Frauen und Kindern. Kritiker hingegen sagen, wie viel Freundlichkeit ist zu freundlich? Auch hier habe ich ein bisschen Recherche gemacht und habe ein paar Videos gefunden. Schauen wir uns die doch einfach mal an. So many people that when they needed consolation, when they needed encouragement, when they needed a hug, have been happy to get that from Joe Biden. It's an allegation that has received little coverage this election. Come on, sis, you get right in the middle of me. You get right over here, over this. Mom, you get right in the middle. Come on, Dad. Okay, here you go. And to the U.S. Senate as well for their trust and confidence. I've got a lot of thanks to give out here. First and foremost to my perfect wife, Stephanie, my wonderful son, Will. Joe Biden, we need to talk about the way you touch women. It wasn't sexual, but he did grab me by the head. He put his hand around my neck and pulled me in to rub noses with me. When he was pulling me in, I thought he was going to kiss me on the mouth. Both allegations, he does not believe he ever acted inappropriately, adding, if it is suggested I did so, I will listen respectfully, but it was never my intention. I may not recall these moments the same way, and I may be surprised at what I hear. You gotta look up at the Senate photographer up top of it. Hey, right up here. Thank you. Thank you. Thank you. All right. Well, we're going to look up the photographer up top. Oh, there he is. Everybody else is looking forward to it. Come on, you jump in here. What do you want to do? Want it here. Huh? Just this? Right. Did you want to the vice president? There we go. Pictures. Grandpa's one of the good guys. That's nice of you. No, I'm not saying. He knows I'm here. And let's add in the girls. Let's come back in with one big group shot. Come on in. Do you know what my dad used to say? Granddaughters have one important job. Take care of the pop. That's the most important. Some might try to pass the behaviour off as a sign of the times. Reid was among several women who said Biden had touched them inappropriately. Today, those Joe Biden shoulder massages, they're like magic. You should try one. Oh, you have? Joe Biden recently vowed to be more mindful of personal space after 7 women came forward with claims of inappropriate touching. I hear what they're saying. I understand it. And I'll be much more mindful. But I'll always believe governing, quite frankly, life for that matter, is about connecting with people. That won't change. Connecting with people ist klar. Also hab deine eigene Meinung drüber. Ich persönlich finde, das geht auf jeden Fall zu weit. Und gerade wenn solche Bilder im Internet kursieren, also dass sowas überhaupt toleriert wird. Ja, das Statement, was wir jetzt am Ende gesehen haben, hat er 2019 selbst gefilmt und hochgeladen, weil er sich dann doch gezwungen gefühlt hat, ein Statement für die ganzen Anschuldigungen zu machen. Und er sagt dazu auch, dass ihm das nur um die Connection von Mensch zu Mensch geht, dass er es nicht so gemeint hat, aber dass er in der Zukunft ein bisschen mehr darauf achten möchte, wie er sich gegenüber Frauen und Kindern verhält. Ich denke, dass wir ihn jetzt viel in den Medien sehen werden und darauf jetzt extra achten werden und hoffen wir mal, Joe Biden, dass du dein Versprechen hältst. Der Name Middle Class Joe hat sich Joe Biden durch sein offenes Ohr für die Menschheit verdient. Das sagen zumindest seine Supporter. Kritiker hingegen sagen, dass Joe Biden überhaupt nicht kritikfähig ist und sich viel zu leicht aus der Ruhe würfen lässt.
Der Supporter, der gerne ein Bild mit Joe Biden machen möchte, nutzt die Gelegenheit, Joe Biden ein paar detaillierte Fragen über das Thema Klimawandel zu fragen. Und wie Joe Biden reagiert hat, das schauen wir uns jetzt einmal an. Des Moines activist Ed Fallon says his brief conversation with Vice President Joe Biden happened Sunday. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Biden made a quick campaign stop at Urban Dreams in Des Moines. Fallon waited in line for a picture and wanted to confront Biden on his climate change proposals. Another member of Fallon's bold Iowa group recorded the cell phone video. I'm going to support you if you win the nomination because we got to get rid of Trump. It started off fine, but Biden quickly became agitated when Fallon didn't agree to support him in the caucuses. We got to stop building and replacing pipelines. You got to go vote for somebody else. All right, thanks so much, sir. We're going to have you. Thank you so much. Thank you so much. I'm going to vote you in the general if you treat me I right. know. Well, I'm not. Well, can I have a Look, picture? you're asking a picture of me. You're coming up and telling me you don't support me. No. My plan. Yeah, you did. You said you I said I would support you in the general. In the general. I'm looking for a primary. We're happy to get a number. That's what I'm looking for, okay? Just because we're trying to get. You believe that Bernie can do something and by 2030? I'm actually supporting Trump's tire. The first surprise is that Biden told Fallon to vote for someone else. I did not expect to be told to leave, to go vote for somebody else, and then to be lectured about. And then he presses on Fallon's chest, pokes him with a finger, and finally grabs his jacket with two hands. It was not appropriate interaction for anybody. I mean, if I'd done that to him, the security would have been all over me. Fallon is not asking for an apology from the Biden campaign, but he would take one. He's more concerned with finding the right candidate to fight climate change and beat President Trump. Wie wir hier sehen können, ist er nicht gerade professionell mit der Situation umgegangen. Vor allem hörst du auch, wie seine Mitarbeiter vom Wahlkampf direkt sagen, okay, thank you, und versuchen die Situation zu entschärfen, weil sie genau wussten, dass Joe Biden jetzt wieder was Dummes macht. Was er auch getan hat, ganz klar. Ich finde, so geht man nicht wirklich mit seinen Supportern um, nicht sehr einfühlsam, Middle Class Joe. Und weil das Internet voller Joe Biden-Fails ist, schauen wir uns jetzt die nächste Szene an. Auch diese spielt in Iowa ab. Ein Farmer spricht Joe Biden auf sein stolzes Alter an, ob er denn der Rolle des Präsidenten mit diesem Alter gewachsen wäre. Und er bittet Joe Biden, Stellungnahme zu nehmen zu den Vorwürfen an Joe Bidens Sohn Hunter Biden, der angeblich fragwürdige Geschäfte mit China und der Ukraine gemacht haben soll. Und das war, als Joe Biden Vizepräsident von Obama gewesen ist. Und wie Joe Biden auf diese Fragen reagiert, das schauen wir uns jetzt im nächsten Video an. I know more than most people know, and I can get things done. That's why I'm running. And you want to check my shape on? Let's do push-ups together, man. Let's run. Let's do whatever you want to do. Let's take my push-ups. Number two. No one has said my son has done anything wrong, and I did not on any occasion. And no one has ever said it. Not I one. didn't say you were doing anything wrong. You said I set up my son to work in an oil company. Isn't that what you said? Get your words straight, Jack. That's what I hear on MSNBC. You don't hear that on MSNBC. You did not hear that. But you heard. Look, okay, I'm not going to get in an argument with you, man. No, I don't want to. Well, yeah, you do. But look, Fat, look, here's the deal. Here's the deal. It looks like you don't have any more backbone than Trump does. Any other questions? Yeah, all right. I'm not voting for you. Well, I knew you weren't, man. You think I thought you'd stand up and vote for me? You're too old to vote for me. All right, here we go. Okay. Als allererstes Mal, warum klatschen alle im Publikum? Die meisten Leute sind älter als der Farmer, der gerade gesagt hat, I'm not voting for you. Und Joe Biden antwortet, du bist eh zu alt. Und alle klatschen im Publikum und alle sind alt. Schauen wir uns nochmal an, wie das Publikum aussieht. Ich blende gerade nochmal ein Bild ein. Ja. Ich denke, wenn du als Präsident kandidierst, dann musst du auch kritikfähig sein und vor allem auch deine Stellungnahme geben können. Wenn diese Anschuldigungen mit der Ukraine und China nicht stimmen, was ja auch nie bestätigt wurde offiziell, da muss man doch trotzdem, sage ich mal,
mit der Situation umgehen können. Joe Biden scheint mental manchmal nicht ganz klar mit dabei zu sein, wie wir in der nächsten Szene sehen, wo Joe Biden bei dem I Will Vote Konzert mit seiner Frau ein Interview gibt. Und die Szenen sind von Oktober 2020, wo Joe Biden wohl vergessen hat, gegen wen er überhaupt kandidiert. Schauen wir uns das einfach mal an. What kind of country we're going to be? 4 more years of Georgia, is going to find ourselves in a position where if Trump gets elected, we're going to be in a different world. 4 more years of Georgia, is going to find ourselves in a position where. Jo, da hat der gute Mann einfach mal vergessen, gegen wen er überhaupt kandidiert. George Bush war Präsident 2001 bis 2009. Good job, Joe Biden. Ja, Joe Biden scheint nicht nur zu vergessen, gegen wen er überhaupt antritt, sondern auch immer öfter, wo er sich überhaupt befindet. So wie in der nächsten Szene, wo Joe Biden auf eine Bühne kommt und sagt, Welcome to Kingston Community Center. Eine Sekunde später sieht man in seinem Gesicht, dass ihm auffällt, dass er sich überhaupt nicht da befindet, dann aber ganz schnell versucht, aus der Nummer rauszukommen und das einfach zu überspielen und das Publikum für dumm zu verkaufen. Schau es dir selber an, wie sneaky Joe Biden mit dieser Situation umgeht. Good afternoon, everyone. Welcome to Kingswood Community Center. Actually, that's the one down I used to work. It's a joke. You didn't know where we were. Anyway, it's great to be here. And that was a joke. Hast du es bemerkt? Ich habe es auch nicht bemerkt. So viel Charme, dieser Joe Biden. Anyways, zum nächsten Thema. Weil beide Kandidaten in 2020 weitaus über dem Durchschnittsalter von Präsidenten waren, wurde zum Demenztest gebeten. Joe Biden jedoch hat sich geweigert, einen Demenztest zu machen, mit der Begründung, er würde doch täglich öffentliche Auftritte bei seinem Wahlkampf haben und diese würden doch beweisen, dass kein Grund zum Demenztest vorliegt. In der nächsten Szene sehen wir, wie ein CBS-Reporter Joe Biden auf diesen Demenztest anspricht und wie Joe Biden reagiert. Mr. Vice President, your opponent in this election, President Trump, has made your mental state a campaign topic. And when asked in June if you'd been tested for cognitive decline, you've responded that you're constantly tested in effect because you're in situations like this on the campaign trail. But please clarify specifically, have you taken a cognitive test? No, I haven't taken a test. Why the hell would I take a test? Come on, man. That's like saying before you got in this program, if you take a test where you're taking cocaine or not, what do you think, huh? Are you a junkie? What do you say to President Trump? Ja, das eine und das andere ist natürlich genau dasselbe. I am very willing to let the American public judge my physical and mental my physical as well as my mental fitness, and to make a judgment about who I am. Auch wenn Joe Biden gerade wegen seiner Intelligenz und seiner lebenlangen Erfahrung von seinen Supportern unterstützt wird, muss ich sagen, war es wirklich nicht schwer, amüsantes Material im Internet zu finden, die genau das Gegenteil beweisen. Und ich konnte es einfach nicht lassen und musste diesen Teil auf jeden Fall ins Video einfügen. Von daher schau es dir einfach mal an und lass dich ein bisschen entertainen von den folgenden Szenen. You know, the rapidly rising I don't know. And I tell you what, I'm so darn proud. And those poor people who have lost, anyway. I've been here a number of times. Last time was, I think, all the way back in 2014. But I've been here before that. I love this place. Look, what's not to like about Vermont in terms of the beauty of it? And what a neat town. All right, Chuck. Thank you very much. All right. It's Chris, but anyway. I just did Chris. No, I just did Chuck. I tell you what, man, these are back to back. I would see toward immediately moving toward, we're in fact in a position now that if in fact we dealt with mitigation across the board, just what we did in the last administration and before, leading to a standard that we provide efficiency for appliances. That saves billions of gallons of gasoline. I mean, billions of
$2.3 billion worth of, $500 billion in savings and 2-point-something billion metric tons of CO2 going in the air. By the way, this is my little sister, Valerie, and I'm Jill's husband. Oh, no, they switched on me. This is my wife, this is my sister. They switched on me. 150 million people have been killed since 2007 when Bernie voted to exempt the gun manufacturers from liability. There are probably anywhere from 10 to 15% of the people out there who are just not very good people. We hold these truths to be self-evident. All men and women created by God. You know the thing. We have this notion that somehow if you're poor, you cannot do it. Poor kids are just as bright and just as talented as white kids. You gotta come see us when you come to New York, VP Biden. I will. It's a long way until November. We got more questions. You got more questions, but I tell you, if you have a problem figuring out whether you're for me or Trump, then you ain't black. Kommen wir jetzt gerade nochmal zu einem anderen Thema. Ich möchte sagen, ich eigentlich in diesem Video nur über Joe Biden als Person reden und nicht über Joe Bidens politische Position. Darum komme ich aber nicht ganz drum herum, weil ich auf jeden Fall zu den letzten 2 Szenen kommentieren muss. Und zwar geht es um die Situation, wo Joe Biden sagt, "If you don't vote for me, you ain't black." Nein, Joe Biden, es ist egal, welche Hautfarbe ich habe, welche Herkunft ich habe und welche Religion ich habe. Ich kann wählen, wen immer ich will. Warum ich das jetzt nochmal, sage ich mal, highlighten möchte und darüber reden möchte, ist, weil die meisten Joe Biden-Supporter auch Supporter von Black Lives Matter sind. Du hast wahrscheinlich mitbekommen, was hier in Amerika in 2020 los war mit den Demonstrationen gegen Polizeigewalt in Amerika. Doch was die meisten Black Lives Matter oder Biden-Supporter wohl nicht wissen oder vielleicht vergessen haben, ist, welche Rolle Joe Biden in den letzten 48 Jahren in der Politik gespielt hat. Unter anderem ist Joe Biden für die 1994 Crime Bill verantwortlich. Was ist die Crime Bill? Die 1994 Crime Bill wurde ins Leben gerufen, um die steigende Kriminalität in den Straßen von Amerika zu minimieren, indem Milliarden für Polizei und Gefängnisbau eingesetzt wurde. Bis zum heutigen Tag zahlt das amerikanische Government jedem Bundesstaat Gelder, um Gefängnisse zu bauen und diese auch zu füllen. Was dazu führt, dass heute Amerika mit 2,1 Millionen Gefangenen Platz 1 auf der Welt einnimmt mit den meisten Gefangenen in einem Land. Wenn es dir gefallen hat und du mehr Videos sehen möchtest, dann weißt du, was zu tun ist. Und ja, ich möchte dazu auch noch sagen, dass ich hier in Amerika lebe und ich natürlich, wer auch immer im Amt ist, auch unterstützen werde. Das heißt aber nicht, dass ich unbedingt ihn als Person mögen muss, weil ich finde, dass er nicht gerade die vorbildlichste Person ist und deswegen God bless Amerika für die nächsten 4 Jahre. Ich hoffe, dass er gute Entscheidungen trifft. I've done some dumb things and I'll do dumb things again.